Ich habe mir die Arbeit gemacht und mir alle aktuellen Outdoor-Powerbanks angesehen, damit ihr es nicht tun müsst. Mein Ziel war es dabei, in der Praxis die wirklich beste und leichteste Powerbank zu finden. Und dabei habe ich mir die Frage gestellt, ob die von den Herstellern beworbene Kapazität und das angegebene Gewicht auf dem Papier wirklich mit den realen Werten übereinstimmen. Und dafür habe ich das gesamte Jahr über Powerbank-Empfehlungen aus der Community gesammelt und daraus meine Favoriten hier ausgewählt. Und darunter finden sich sowohl viele bekannte Modelle größerer Hersteller, als auch zahlreiche Geräte kleinerer, unbekannterer Hersteller. Ich habe dann alle Powerbanks wirklich wochenlang mit speziellen Messgeräten ausgelesen und unter exakt gleichen Bedingungen getestet. Ja, das Ganze hat viel länger gedauert, als ich angenommen habe und wurde damit mit Abstand zum aufwendigsten Video, das ich jemals gemacht habe. Sind also die teuren Powerbanks, die teilweise über 130 € kosten, wirklich besser als einige Modelle für unter 20 €? Und ich kann schon mal verraten, dass die Ergebnisse tatsächlich überraschend sind und die Messungen klare Antworten darauf liefern, welche Powerbank wirklich ihr Geld wert ist. Und dabei handelt es sich ja teilweise wirklich um klaren Betrug, ohne Zweifel, das kann ich nicht anders sagen. Ich habe die Powerbanks dann in 3 Klassen unterteilt, 3 Größen, die man so häufig bei Tracking und Outdoor-Touren überhaupt braucht. Und die kleinste Größe ist dabei 5000 mAh. Das sind so kleine Powerbanks, die eignen sich dann für einzelne Overnighter zum Beispiel oder auch für eine Tagestour, wenn man sein Smartphone zum Beispiel unterwegs nur einmal aufladen möchte. Die Größe danach ist auch die Größe, die die meisten Leute mithaben, 10.000 mAh. Und das eignet sich für mich immer gut für Wochenendtouren. Für manche reicht das auch für längere Touren, je nachdem, ja, ob man noch Kamera-Equipment dabei hat oder andere Dinge. Und das ist die klassische mittlere Größe, die zum Beispiel so aussieht. Und die größte Größe, 20.000 mAh, die nehme ich meistens auch dann auf längeren Touren mit. Also alles, was so mehr als 2-3 Tage vielleicht ist, das sind so ganz große, die sehen so aus. Und das ist wirklich, ja, die schwerste und größte Klasse. Es gibt natürlich zahlreiche Powerbanks. 99% davon sind aber viel zu schwer. Das sind dann meistens ältere Modelle, wie das hier zum Beispiel 450 Gramm. Das war eine Generation, die hatte ich von vor 6 Jahren und die klammer ich hier bei diesem Test natürlich aus. Und dasselbe gilt auch für andere Powerbanks, wie zum Beispiel diese, die ja induktiv laden können, die so Gumminoppen haben. Und das sind alles Spielereien, die man nicht unbedingt im Outdoor-Bereich braucht. Ich habe mich hier also hauptsächlich für die beste Energiedichte interessiert und habe auch versucht, die Powerbanks danach dann zu sortieren. Also wirklich die reale Kapazität, die nach der Messung diese Powerbanks haben, pro Gramm Gewicht. Und ich musste manche Tests wirklich mehrfach durchführen, weil ich anfangs nicht glauben konnte, dass die gemessenen Werte wirklich so stimmen und der Realität entsprechen, weil es sich so stark eigentlich von den ja ursprünglichen Angaben unterschieden hat. Man kann schon mal sagen, dass die Kapazitätsangabe in Milliampere-Stunden nicht besonders aussagekräftig ist, da nicht ersichtlich ist, bei welcher Spannung dieser Wert eigentlich ermittelt wurde. Und somit ist er zwischen Herstellern kaum vergleichbar. Und die Angabe in Wattstunden ist hingegen besser, da sie universell vergleichbar ist. Aber das sieht man meistens auf den ersten Blick nicht. Meistens auf den Produktbeschreibungen ist das auch nicht zu finden, sondern im Zweifel erst, wenn man es ausgepackt hat, wirklich auf der technischen Beschreibung, auf der Powerbank an sich, sind dann immer so kleine technische Angaben zu finden und da sieht man zum Beispiel ganz rechts die Kapazität, die Milliampere-Stunden, die Volt, bei denen das gemessen worden ist und dann wirklich die Wattstunden, in denen das Ganze entspricht. Und außerdem gibt es noch die sogenannte Rated Energy, die etwa 2/3 der tatsächlichen Kapazität ausmacht. Und die Kapazität ist die Energie, die benötigt wird, um die Powerbank vollständig aufzuladen, während die Rated Energy die Energie angibt, die tatsächlich entnommen werden kann. Und das führt oft zur Verwirrung, weshalb sich viele wundern, dass sie zum Beispiel mit einer 20.000 mAh Powerbank ein Smartphone jetzt nur 2- oder 3-mal laden können, obwohl man annehmen würde, dass es vielleicht bei der angegebenen Größe doch mehr geht. Und das liegt daran, weil die Herstellerangaben sich traditionell irgendwie auf 3,7 Volt beziehen und das da bei dieser Spannung gemessen haben. In der Praxis benutzt man aber 5 Volt und das ist auch natürlich die Angabe, die zählt und bei der ich auch diese Tests hier durchgeführt habe. Ja, mein Testsystem besteht neben der Powerbank, die ich dann messen möchte, aus 3 einzelnen Teilen. Einerseits habe ich das Messgerät und dadurch fließt dann der Strom und ich sehe genau, bei wie viel Volt, bei wie viel Ampere und das zeichnet und speichert dann wirklich die Energie und die Kapazität auf, sodass ich sie zum Beispiel in Wattstunden ablesen kann. Man braucht dann noch ein Verbindungsstück und da nehme ich wirklich ein ganz kurzes USB-C auf USB-C Teil, da jedes Kabel auch immer einen Widerstand hat und umso kürzer, desto ja, reeller sind wirklich die
Messwerte, die man da messen kann. Und zum Schluss braucht man noch einen Verbraucher. Und der sieht bei mir so aus, ich wollte also nicht einfach zufällig irgendein Handy anschließen, sondern mit diesem Gerät kann ich wirklich ganz genau einstellen, wie viel Volt, wie viel Ampere konstant durch das Messgerät und von der Powerbank dann gezogen werden soll. Ja, und so sieht das Ganze jetzt angeschlossen aus. In dem Beispiel mit einer kleinen Nightcore Powerbank. Wir sehen, das Messgerät geht hier an. Ich sehe schon 5 Volt braucht dieser Verbraucher hier. Den kann ich jetzt noch konfigurieren und kann jetzt über diesen Drehregler die Ampere einstellen. In dem Beispiel habe ich für alle Powerbanks 2 Ampere benutzt. Das kann jede. Manche können auch 3 Ampere, aber ich wollte natürlich selbe und gleiche Testbedingungen haben. Wenn ich das mal anschalte, sehen wir auch sofort, der Ventilator geht hier an und das Messgerät zeigt dann korrekterweise 10 Watt Durchlauf in eine Richtung an. Und das ist durchaus eine Ladegeschwindigkeit, die akzeptabel ist. Viele der Powerbanks können maximal 22,5, einige sogar 45 Watt liefern, aber beim Tracking, wenn wir über Nacht unsere Geräte laden, reicht das auf jeden Fall als Geschwindigkeit aus. Ja, und ihr seht schon, hier bei Milliwatt pro Stunde und Milliampere pro Stunde werden jetzt diese ganzen Daten hier wirklich aufgezeichnet. Ja, und teilweise je nach Größe, bei den 20.000 dauert das natürlich bei 10 Watt ein bisschen, musste ich das ja 6 bis 8 Stunden über Nacht immer hier anlassen, das Ganze leer ziehen. Und bei diesen ganzen Powerbanks könnt ihr euch vorstellen, wie lange das gedauert hat. Und ich saß wirklich, bis ich jetzt alle Ergebnisse hatte, ja seit August wirklich an diesen Messungen. Anfangen möchte ich mal mit den 20.000 mAh Powerbanks und da auch mit dem absoluten Flagship. Wie viele wissen, ist die Firma Nightcore gerade im Elektronik-Outdoor-Bereich fast schon Marktführer, gerade bei Powerbanks und Kopflampen. Und das neue Topmodell, ja, die Nightcore NB 20000 in der 3. Generation ist in der Theorie die allerbeste Powerbank, die man für Geld kaufen kann. Die kostet auch einiges, 120 € und laut Hersteller wiegt sie nur 291 Gramm. Das können wir ganz schnell kontrollieren. Mein Modell, und da habe ich mich sehr gefreut, wiegt sogar nur 288 Gramm. Ja, versprochen werden hier 72 Wattstunden, was schon mal ein bisschen komisch ist, denn die Vorgängerversionen waren bei 77 Wattstunden. Da muss man also wirklich ins Kleingedruckte schauen, was auch nur auf der Verpackung hier oder auf der Seite in ganz klein wirklich zu finden ist. Ja, und auch die Output-Leistung ist hier nur mit 22,5 Watt belegt, was ja relativ wenig ist, denn sogar die Vorgängerversion, die Generation 1, hatte 45 Watt, was ich auch schon mal komisch finde. Dafür haben wir jetzt eine leicht andere Bauform und hier gummierte Ecken, was natürlich ein Vorteil in der Ergonomie ist. Aber was hier absolut schockierend ist, war das Ergebnis meiner Messungen. Und die erste Messung, die ich gemacht habe, von versprochenen 72 Wattstunden kam wirklich nur 52,7 Wattstunden an. Ich konnte es dann wirklich nicht glauben, hatte mit dem Fehler meiner Messung geglaubt und habe es dann in der nächsten Nacht nochmal gemacht. Es dauert schließlich 6 bis 8 Stunden. Und beim zweiten Mal war es noch weniger, 51,5 Wattstunden. Und da dachte ich, vielleicht liegt es an der geringe Leistung. Habe statt 2 Ampere dann mal 3 Ampere bei 5 Volt genommen und dann war es noch schlimmer, 47 Wattstunden. Und das ist unglaublich schlecht für das, was hier versprochen worden ist. Hat eine Energiedichte dann von 182,58 Milliwattstunden pro Gramm und das ist einfach viel zu wenig. Da hatten die Vorgänger, das weiß ich, viel mehr und ich werde das auch bei Nightcore reklamieren, werde hier von meiner Garantie Anspruch machen. Ich weiß nicht, ob es sich hier um Defekt irgendwie handelt, aber Stand jetzt ist, es ist viel zu wenig und ich kann es erstmal so nicht empfehlen. Und dass das kein normaler Messwert für eine Nightcore Powerbank ist, zeigt auch das Vorgängermodell, nämlich die Nightcore Carbo 20000, die ich selber auch schon seit 1,5 Jahren benutze. Und ursprünglich wurde da als Gewicht mal 295,5 Gramm angegeben. Als ich die dann damals hatte, habe ich 304 Gramm gewogen, war da ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt aber gesehen, man hat die Angabe auf der Herstellerseite auch auf 304 Gramm korrigiert, deswegen will ich mich da gar nicht mehr beschweren. Die kostet sogar noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich wegen der Bauform, 140 € im offiziellen Nightcore Shop, hat aber 77 Wattstunden, also 5 Wattstunden mehr, was auch so der Standard bei dieser Größe 20.000 ist. Und hier waren die Messwerte wirklich viel besser und eigentlich so, wie man es auch von Nightcore Produkten kennt. Ich habe hier gemessen 70,8 Wattstunden. Und das ist natürlich jetzt ein Quantensprung gegen dem neuen Topmodell der 3. Generation. Und da haben wir eine Energiedichte von 233,8 Milliwattstunden pro Gramm, was wirklich ja um 50 besser ist. Und als nächstes mal ein kleiner Geheimtipp, den ich auch von Amazon habe, ist ein chinesischer Hersteller hier, nämlich die Firma, ich nenne sie mal Wurk.
Und diese Powerbank kostet 22 Euro, hat auch 20.000 mAh, kann auch bei 22,5 Watt Geräte laden und wiegt laut Hersteller 283 Gramm bei 77 Wattstunden. Also deutlich leichter und vor allem für den Preis. Und wenn wir das mal wiegen, in der Korrektur wiegt es 285, 86 Gramm, also nur 2 Gramm mehr, kann man schon mal diesen Hersteller wirklich loben. Ich habe zweimal auch hier gemessen, weil ich sicher gehen wollte, und hier habe ich eine Energiedichte von 228 Milliwattstunden pro Gramm gemessen, also schon mal nur wenig schlechter als die Nightcore-Produkte, und da gab es eine Kapazität bei der ersten Messung von 65 Wattstunden und bei der zweiten Messung 64,5 Wattstunden. Also ein bisschen geringer als bei den Nightcore-Produkten, wiegt dann aber auch im Vergleich zu der Carbo 20 Gramm weniger und vor allem natürlich eine weltenbessere Preis-Leistung. Ein anderer Hersteller, der in letzter Zeit noch häufig genannt worden ist, ist die deutsche Firma Ansmann. Und hier habe ich das Modell PB22PD. Auch 20.000 mAh, gibt es auch in der kleineren Größe, wie wir gleich sehen werden. Und die ist so im mittelpreisigen Segment. 45 Euro kostet dieses Modell hier, hat auch 77 Wattstunden, kann auch mit 22,5 Watt Geräte laden und wiegt laut Hersteller 301 Gramm. Die Besonderheit hier ist auch, das darf man nicht vergessen, es gibt ein Display. Die ist jetzt hier mit 100% aufgeladen. Das gibt es übrigens auch bei der asiatischen, habe ich gerade ganz vergessen, bei der Wurg. Da haben wir auch ein kleines Display. Das haben die Nightcore-Produkte zum Beispiel nicht. Da arbeitet man nur mit LED, kleinen Indikatoren. Ja, und gemessen habe ich erstmal an Gewicht weniger, als hier eigentlich angegeben worden ist. Das ist natürlich immer sehr erfreulich, denn ich habe nur 290 Gramm gemessen. 11 Gramm also schon mal geschenkt, und auch das, was ich dann wirklich bei der Stromstärke gemessen habe und bei der Kapazität, war beachtlich, denn da kam ich auf 68,47 Wattstunden und damit eine Energiedichte, bis jetzt der Spitzenwert, von 236,11 Milliwattstunden pro Gramm. Also von der Preis-Leistung her wirklich auch super, kostet ein Drittel von der Nightcore und hat sogar noch mehr Leistung. Als fünftes Modell hatte ich hier nochmal die Silicon Power C20QC ausgewählt. Auch 20.000 mAh. Hier gibt man 74 Wattstunden an. 18 Watt kann die nur laden, die ist ein bisschen älter, die ist glaube ich schon seit 4 oder 5 Jahren, und so lange habe ich die auch. Hat damals 24 Euro gekostet und laut Hersteller wiegt die 324 Gramm, bei mir noch 2 Gramm mehr, aber das war lange Zeit wirklich von der Preis-Leistung her die beste Powerbank, wenn man keine Lust hatte auf die Nightcore-Produkte und so viel Geld zu bezahlen. Ja, und die ist bei mir wie gesagt 4 Jahre alt, und dennoch habe ich immer noch 66,7 Wattstunden gemessen, was einer Energiedichte bei dem Gewicht von etwas geringeren 204 Milliwattstunden pro Gramm entspricht. Kommen wir zu den 10.000er, der Standardgröße für die Powerbanks, die für viele wahrscheinlich am interessantesten auch ist. Und da hatte ich vor einigen Monaten auch mal schon mal ein Modell vorgestellt, nämlich die Inui Powerbank 10.000 mAh. Die sieht recht cool aus, finde ich, ist dieses Modell, und die hat einmal zwei Besonderheiten. Die hat auch ein ziemlich großes Display. Und andererseits hat die noch einen kleinen Standfuß. Das fand ich recht angenehm in meiner Zeltübernachtung. Man kann die also hier draufstellen, sein Handy reinstellen, und dann ja, hat man quasi einen Ständer, falls man im Zelt noch mal abends was gucken will. Die ist auch relativ günstig, kostet nur 19 Euro, hat 37 Wattstunden und laut Herstellerangaben 195 Gramm. Was jetzt nicht super leicht ist, aber auch nicht besonders vieles für eine Powerbank generell. Gemessen habe ich hier leider ein höheres Gewicht, nämlich 206 Gramm, aber die Milliwattstunden waren ganz okay, 34.896, also 34,8 Wattstunden, was dann eine Energiedichte von 170 ungefähr entspricht. Besser war da das Modell von Vega, was auch sehr häufig empfohlen wird. Das sieht so aus, und das gibt es wirklich von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Formen und Farben. Kostet auch nicht die Welt. 13 Euro habe ich dafür gerade bei Amazon im Angebot bezahlt, hat ebenfalls 22,5 Watt, nur 165 Gramm, also deutlich weniger als das Modell von gerade, und hat 38,5 Wattstunden laut Hersteller. Wenn wir das wiegen, landen wir hier bei nur knapp mehr, 169 Gramm, 170 Gramm, und gemessen habe ich hier 33,2 Wattstunden. Dadurch haben wir schon mal eine bessere Energiedichte von 196 Milliwattstunden pro Gramm.
Und dann bin ich noch auf was ganz Interessantes auf Amazon gestoßen, denn da werden ähnliche Powerbanks angeboten, die aber 15.000 mAh haben sollen. Ihr seht schon, die sehen ähnlich aus, sind nicht ganz gleich, haben anderes Case und die gibt es von verschiedenen Firmen wirklich. Und die Marke, die ich mir rausgesucht habe, nennt sich El Cuy und hier steht sogar 15.000 mAh. Da gibt es wirklich zahlreiche von. Der Hersteller spricht hier von 170 Gramm, 20 Euro. Und sie soll 57,7 Wattstunden haben. Und das ist zu schön, um wahr zu sein. Das sieht man auf den ersten Blick. Ich wollte es auch gar nicht glauben, wollte es aber trotzdem testen. Und tatsächlich habe ich hier auch nur 34 Wattstunden gemessen. Das Gewicht kommt aber annähernd hin, 172 Gramm. Aber da landen wir auch nur bei einer Energiedichte von 198,31 Milliwattstunden pro Gramm. Also ähnlich wie die Vega Powerbank und das ist ein klarer Betrug. Hier steht auf der Powerbank 15.000 drauf. Die wird auch online so beworben. Und ja, deswegen lasst die Finger davon. Und wenn es nach einer kleineren Größe aussieht, dann ist es meistens auch die kleinere Größe. Und dann haben wir natürlich noch die Top-Marken. Auch hier hat Nitecore mit der NB10000 wirklich das Standard- und Referenzmodell geschaffen. Und jetzt auch in der dritten Generation hat auch diese Powerbank diese gummierten Ecken. Das war etwas, was immer bemängelt worden ist, dass sie teilweise einschneidend ist. Das neue Modell hat auch nur noch USB-C. Das mögen manche, viele brauchen aber noch einen USB-A-Anschluss. Mir persönlich reicht USB-C. Der Nachteil ist, wenn man es unterwegs irgendwie am Rucksack hat und man möchte was laden und es wackelt, dann lösen sich USB-C-Stecker meistens ein bisschen schneller als normale USB-A-Stecker. Das Modell kostet hier im Standard 60 Euro, hat auch 22,5 Watt, wiegt 150 Gramm laut Hersteller und hat 38,5 Wattstunden. Also auf dem Papier klar besser als die anderen asiatischen Modelle. In der Realität wiegen die tatsächlich auch, das weiß ich, meistens genau das, was sie versprechen. Hier nur 1 oder 2 Gramm mehr, 152 Gramm. Und die Leistung, die ich gemessen habe, ja, 32 Wattstunden und damit bei dem Gewicht eine höhere Energiedichte als zum Beispiel das Modell von Vega. 212 Milliwattstunden pro Gramm, aber von der Kapazität habe ich was Geringeres gemessen. Das heißt, wer mehr braucht, aber nicht so viel wie eine 20.000er, der greift vielleicht lieber zu der viel günstigeren Vega-Variante. Und wie gesagt, hat auch Ansmann ein Modell in dieser Größe, heißt genau gleich PB222PD und auch hier klein und weiß, stylisch und mit einem kleinen Display, was auf der Seite hier zu finden ist, hat USB-C und USB-A. Laut Hersteller auch 38,5 Wattstunden, wiegt 168 Gramm, kostet 30 Euro und kann auch Geräte mit 22,5 Watt laden. In der Messung war es leider hier enttäuschend. 29,4 Wattstunden und wenn wir es wiegen, liegen wir zumindest da nah am Referenzwert 162 Gramm. Ja, das spricht dann nur für eine Energiedichte von 183,8 Milliwattstunden pro Gramm, also da nicht so überzeugend wie der große Bruder, die 20.000er Variante. Zum Schluss noch die kleinste Größe, der 5000 mAh Powerbank. Und die Größe finde ich eigentlich relativ cool, weil sie so kompakt ist. Und auch hier gibt es ein Produkt von Vega, nämlich die 5000 mAh USB-C Powerbank. Und das Besondere hier ist die kleine schicke Größe und dass es integriert hier einen USB-C-Stecker gibt. Das heißt, da kann man sich das Ladekabel sparen, was im Schnitt so zwischen 8 bis 10 Gramm wiegt und die kostet auch nicht viel. 13 Euro habe ich hier bezahlt, kann auch ein Gerät mit 20 Watt laden, was auch okay ist, wiegt laut Hersteller 92 Gramm und hat 18,5 Wattstunden. Ich habe es dann gewogen und da liegen wir relativ nah an den versprochenen Angaben, wiegt hier 92 Gramm und die Messung hat dann ja nicht viel ergeben, muss man schon so sagen, 13,8 Wattstunden, was jetzt nur eine Energiedichte von 151 bringt. Also man ist da schon ineffizienter bei der kleinen Größe. Wenn man aber das Gewicht von dem Stromkabel abzieht, was jetzt 10 Gramm zum Beispiel wiegt, da wird man dann von einer Energiedichte von 170 sprechen. Und für den Preis 13 Euro und wenn man wirklich nicht mehr Bedarf hat, ist es, denke ich, auch ein interessantes Produkt. Ja, und ganz besonders interessiert hat mich dann noch das Vergleichsmodell von Nitecore. Das ist die Nitecore Carbon Battery 6K und die sieht verdammt cool und interessant aus, fand ich zumindest.
komplett aus Carbon, wirklich sehr schick und handlich gemacht, soll sogar 6000 mAh haben, kostet aber auch 45 Euro. Die versprochene Leistung ist dementsprechend höher als bei der Vega, 21,6 Wattstunden und wiegt nur 4 Gramm weniger, 88 Gramm laut Hersteller. Kommt aber tatsächlich in der Realität auch dran, bis auf den Gramm genau, aber die Kapazität war wirklich extrem schlecht, denn obwohl von 6000 mAh die Rede ist, habe ich nur 12,7 Wattstunden gemessen, also eine Wattstunde weniger als bei der Vega, die nur ein Fünftel kostet davon. Und damit haben wir da auch eine schlechtere Energiedichte von 146,24 Wattstunden pro Gramm. Ein besonderes Modell will ich hier nochmal erwähnen, das habe ich jetzt nicht getestet, aber es gibt verschiedene Powerbanks, die eine integrierte Wärmefunktion haben. Zum Beispiel dieses Modell hier von Okupa, die Handwärmer Powerbank H01. Und ich habe das mal getestet und das ist echt kein Spielzeug, obwohl man es vielleicht glauben mag, weil bei anderen Heizprodukten ist es oft echt nur ein Gimmick. Die kostet 25 Euro, wiegt 198 Gramm laut Hersteller, bei mir war es glaube ich knapp drüber, 203. Und die kann tatsächlich in bis zu 3 Stufen ordentlich Hitze abgeben. Auf der 3. Stufe ist es fast schon zu heiß zum Anpacken und man kann dort mindestens 8 bis 15 Stunden aufwärmen. Und in der Realität auf Stufe 1 reicht es für mich die ganze Nacht auf jeden Fall im Schlafsack. Und das ist wirklich eine gute Ergänzung für sehr kalte Winternächte. Man muss bedenken, dann ist die Powerbank morgens leer. Man kann dann natürlich nicht mehr allzu oft sein Handy aufladen, ist natürlich ja auch möglich, aber ich finde es eigentlich cool, weil es eine flexible Möglichkeit gibt, da auch noch Wärme zu entwickeln oder sein Handy aufzuladen und das auch für rund 200 Gramm. Ja, welche Powerbank ist jetzt der Testsieger? Ganz klar die Ansmann PB222PD 20000. Das ist dieses Modell hier. Und einerseits, weil sie einfach so extrem leicht ist. Und die ist dann noch vor der Cabro 20000, die das Dreifache kostet. Die gibt es für 140 Euro und die kostet 45 Euro. Und die ist schicker verarbeitet und hat noch ein Display. Und im Vergleich, die Cabro hatte 233 Milliwattstunden pro Gramm und die Ansmann 236 Milliwattstunden. Deswegen ist das meine absolute Empfehlung. Die effizienteste Powerbank, die ich auch jemals gemessen habe und auch in keinem einzigen Review habe ich eine höhere Energiedichte jemals gesehen als in dieser Powerbank. Und dann auch noch für diesen wirklich akzeptablen Preis, der finde ich völlig gerechtfertigt für diese Qualität hier auch ist. Und ich finde es auch toll, dass es hier ein europäischer Hersteller ist. Und ich glaube, die Amerikaner hätten hier wirklich Probleme, an diese Powerbank dran zu kommen. Und normal ist es meistens eher mal umgekehrt, dass wir gerade im Ultraleicht-Tracking Produkte aus Amerika importieren müssen. Aber jetzt haben wir mal das führende Produkt. Wenn aber 10.000 mAh ausreichen und man also Gewicht sparen möchte, dann ist und bleibt die Nitecore NB10000 auch in der 3. Generation die beste Wahl. Gemessen mit 212,23 Milliwattstunden pro Gramm ist die Energiedichte hier schon deutlich höher als bei der Konkurrenz. Wer aber Geld sparen will und die 60 Euro zu viel sind, der greift einfach zu der Powerbank von Vega oder den Alternativmodell mit anderen Namen, zum Beispiel Vectomax. Denn da zahlt man jetzt gerade zum Beispiel bei Amazon nur 13 Euro und hat eine Energiedichte von 196,73 Milliwattstunden pro Gramm und liegt da bei 169 Gramm Gewicht, also ja knapp 18 Gramm mehr. Hier zeige ich es auch nochmal. Man hat sogar ein kleines Display auch, deswegen ich denke, das ist wirklich die bessere Wahl für die meisten, außer man möchte wirklich das Nonplusultra, da ist die Nitecore natürlich immer noch ein bisschen besser. Bei den 5000er Modellen muss man sagen, da haben die alle keine besonders hohe Energiedichte, schon deutlich geringer als die beiden anderen Klassen. Die Nitecore hat hier absolut katastrophal enttäuscht, wie auch die neuen 20.000er Modelle. Also bis auf das Aussehen habe ich hier nichts Positives drüber zu sagen. Die Vega hingegen bietet mit dem integrierten Ladekabel und einem Preis von etwa 13 Euro immerhin brauchbare 151 Milliwattstunden pro Gramm. Und wenn man das Ladekabel, wie gesagt, dann noch mit abzieht, dann landet man da vielleicht bei 170. Deswegen cooles Produkt für Tageswanderung, schnell und einfach, kann man ergonomisch ans Handy zum Beispiel dran machen und reicht dann auch aus. Ja, falls ihr euch übrigens wundert, warum ich hier keine Produkte von Anker getestet habe oder die empfohlen habe, dann liegt das einfach daran, dass Anker zwar sehr gute Produkte mit guter Qualität und akzeptablem Preis macht, die aber durch die Qualität und durch die Funktion meistens ein bisschen mehr wiegen als diese vergleichbaren Produkte, die ich hier vorgestellt habe. Nichtsdestotrotz eignen die sich natürlich auch sehr gut für Outdoor-Aktivitäten, wenn man wirklich ein sicheres, qualitatives und langfristiges Produkt haben möchte.
Und auch habe ich hier natürlich jetzt nur wirklich die Kapazitäten miteinander verglichen. Manche Funktionen sind aber auch noch nützlich. Zum Beispiel haben die meisten Nitecore Powerbanks die sogenannte Pass-Through-Funktion. Das heißt, ich kann gleichzeitig meine Powerbank laden an einem Stromadapter und über die Powerbank quasi den Strom weitergeben und zeitgleich noch ein Gerät laden. Und so spare ich mir im Prinzip dann die Notwendigkeit, einen zweiten Stromstecker zu haben und kann 2 Geräte an einer Steckdose laden. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass es bei Nitecore teilweise auch ein bisschen ein Glücksspiel ist. Einerseits, welches Produkt wirklich gut ist und die Kapazität erreicht, und andererseits weiß ich auch von den Modellen der NB10000, dass es da manchmal echt ein paar Defekte gibt. Also nach ein paar Wochen da wirklich ein Fehler auftritt. Ich muss persönlich sagen, ich hatte eigentlich bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Nitecore, sowohl bei der kleineren 10.000er als auch bei der größeren Carbo 20.000 kann er nichts Negatives sagen. Das sind aber durchaus Punkte, die man immer mal wieder so hört. Ja, und auch die Ausgangsleistung, der habe ich auch keine großen Beachtungen geschenkt. Die meisten hatten jetzt 22,5 Watt, aber ich sagte auch, die älteren Versionen der Nitecore hatten mal 45 Watt und für manche ist das durchaus wichtig. Man kann also bei diesen stärkeren Leistungen dann andere Geräte wie zum Beispiel einen Laptop noch betreiben. Mir persönlich auf Tracking-Touren ist das nicht so wichtig. Da kann es auch gerne mal länger oder langsamer laden. Ich habe Zeit und lade meistens dann die Geräte über Nacht, und ob es dann 4 oder 6 Stunden dauert, macht dann auch keinen Unterschied. Und als Randnotiz zum Test möchte ich noch sagen, dass mir hier vor allem wichtig war, dass ich denselben Test durchführe, um die Powerbanks alle miteinander zu vergleichen. Natürlich kann es sein, dass absolut andere Werte in anderen Test-Setups gemessen werden, aber das stand für mich erstmal nicht im Vordergrund, sondern ich wollte einfach nur wirklich einen Vergleich schaffen, um die alle neutral bewerten zu können. Ich muss schon sagen, der ganze Test war deutlich aufwendiger und zeitintensiver, als ich das ursprünglich angenommen habe. Ich hoffe aber, das konnte euch helfen und euch die Entscheidung leichter machen, welche Powerbank wirklich euer Geld wert ist. In der nächsten Woche stelle ich noch, wie ihr seht, Ladestecker vor. Denn das ist das zweite Puzzlestück, was dann noch fehlt, um wirklich klar zu haben, was die leichteste Konstellation ist, unterwegs auf einer Tracking-Tour seine Powerbank zu laden, seine Geräte zu laden. Und da möchten wir natürlich auch einen Stecker haben, der klein ist, effizient ist und eine gute Leistung hat und vor allem auch leicht ist. Also, falls ihr das nicht verpassen wolltet, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ansonsten bis zur nächsten Woche.